Die Akademie der Vernunft und Baruch präsentieren die Geschichte Indiens Teil 5. Das goldene Zeitalter und die großen, bis heute wegweisenden Entdeckungen in der Mathematik. Und es hat natürlich viele Vorteile. Wir haben unsere Finger immer dabei. Aber es hat auch Nachteile. Denn in dem Moment, in dem wir diese Berechnungen durchgeführt haben und zu anderen Berechnungen übergehen, oder in dem Moment, in dem wir uns nach einer Berechnung für andere Dinge interessieren, verschwinden die Aufzeichnungen über diese Berechnungen. Die Finger sind noch da. Das Resultat möglicherweise aus unserem Gedächtnis verschwunden. An einem bestimmten Punkt in der Geschichte der Zivilisation entstand also die Notwendigkeit, die Ergebnisse der durchgeführten Berechnungen festzuhalten. Wir erinnern uns, dass wir gesagt haben, dass das Zählen mit den Fingern bedeutet, eine univoke Entsprechung zwischen den Fingern der Hände einerseits und den zu zählenden Objekten andererseits herzustellen. Wie kann also das Ergebnis einer Berechnung aufgezeichnet werden? Seit frühester Zeit hat der Mensch das Bedürfnis verspürt, seine Berechnungen aufzuzeichnen, und er hat dies mit den ihm zur Verfügung stehenden Gegenständen getan, sprich mit Holz, Knochen oder Steinen, in die er Ritzungen machte. Eines der ältesten Zeugnisse menschlichen Rechnens ist der Ishango-Knochen. Es handelt sich um das Wadenbein eines Pavians, der etwa 30.000 Jahre alt ist und auf dem Zeichen eingraviert sind, welche die ursprüngliche Schrift einer mathematischen Operation darstellen. Neben den Gravuren war eine weit verbreitete Methode zum Festhalten von Zahlen, jene Knoten in ein Seil zu binden, die unterschiedliche Größen haben konnten, um verschiedene Werte anzuzeigen. Die Inka-Zivilisation zum Beispiel entwickelte ein hochentwickeltes Instrument aus geknüpften, verschiedenfarbigen Schnüren, das Quipu genannt wurde. Ein wahres Archiv, das für die Buchführung, aber auch für die Verfolgung von Waren oder Übermittlung von Nachrichten verwendet wurde. Die weite Verbreitung des Zählsystems mit Knoten wird noch heute durch den Gebrauch des Rosenkranzes bezeugt. Dieser Andachtsgegenstand, der den Gläubigen beim Zählen der Gebete hilft, besteht aus einer Schnur, in der sich anstelle von Knoten Perlen mit unterschiedlichen Zahlen je nach Religion befinden. 50 des traditionellen katholischen Rosenkranzes, 99 wie die Namen Allahs im muslimischen, 108 wie die göttlichen Bezeichnungen in der buddhistischen Mala. Finger, Rillen oder Kerben, Knoten und Rosenkranzperlen. Wir haben viele Arten der Zahlendarstellung gesehen. Aber die grundlegendste, die wir zum Rechnen brauchen, fehlt uns. Woher kommt das Wort Kalkül? Das Wort Kalkül stammt vom lateinischen Wort calculare ab, was zählen, rechnen oder berechnen bedeutet. Das lateinische Wort leitet sich wiederum vom Substantiv calculus ab, das Stein oder Kiesel bedeutet. Calculus ist also ein Stein, ein Kiesel. Aber warum hat das Wort Kalkül, das so grundlegend für die Mathematik ist, etwas mit Steinen zu tun? Weil Steine eine der natürlichsten Formen des Zählens und Rechnens sind. Lasst uns ein Beispiel betrachten.
Nehmen wir an, wir wollen eine Schafherde zählen. Wie kann man Schafe zählen? Es ist ein relativ einfaches Verfahren. Jedes Mal, wenn ein Schaf vorbeigeht, einen Stein dafür zu legen. Und am Ende, wenn die ganze Herde vorbeigegangen ist, wird die Herde auf ikonische Weise durch diesen Steinhaufen dargestellt. Das Zählen mittels Steine oder Kieseln steht eigentlich ganz am Anfang des mathematischen Prozesses, ganz am Anfang der Entwicklung der Mathematik. So sehr, dass wir heute noch von Kalkulation sprechen, wenn wir numerische Berechnungen meinen. Es hat jedoch lange gedauert, bis man zu etwas kam, das dem Rechnen im Sinne des Setzens von Steinen zum Zählen entsprach und dennoch ein historisches Gedächtnis hatte. Dies geschah in der Wiege der Zivilisation zwischen den Flüssen Tigris und Euphrat, in jenem halbmondförmigen Stück Land, von dem wir zu wissen glauben, dass dort alles Zivilisatorische entstanden ist. Genauer gesagt an einem Ort namens Elham. El ist ein Wort, das in den Sprachen des Nahen Ostens für Göttlichkeit steht. Man denke zum Beispiel an Begriffe wie Elohim in der Bibel. Elham bedeutet also Land Gottes, göttliches Land. Das elhamitische Königreich war ein Landstreifen am Arabischen Golf auf der Seite des heutigen Iran. Von den Steinen, die im Altertum zum Rechnen verwendet wurden, sind viele in diesem Gebiet gefunden worden. Diese stammen aus Jahrtausenden vor unserer Zeitrechnung, sprich aus dem 9. bis 2. Jahrtausend vor Christus. Wir betrachten eine sehr alte Tradition. Wie wurden diese Steine gefunden? Wie verstehen Archäologen, dass ein Stein Zahlen anzeigt? Das war die Geschichte Indiens Teil 5. Präsentiert von der Bar Rouge und der Akademie der Vernunft. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.